So, nach einem großartigen Mittagessen, Hühnchen und Pommes übrigens, mit Barbecue-Soße, von so einem fahrenden Hähnchenmann, nennen wir den immer. Total sympathischer Typ. Geht's jetzt weiter. Wir werden herausfinden, was denn im Gewölbe hier frei ist. I haven't brought anyone here in over 20 years. There's always been an active display for Aya, but we could never affect it. Let's see what we can do. Sam? Yes, this is new. Is it similar to the vault on Eos? Tell me, what are you seeing? I think what we need to figure out is what's different. Tell me, what do you see? The vaults. They're a network, as you discovered. However, They're not connected to each other, but to this place. this image was on a relic the Archon showed me. He called it Meridian. And it looks like Aya's vault is the only one that's fully connected to it. And it's terraforming. Doing what it was meant to do. The vault on Eos is also present, but changed. Our interfacing with it has affected its connection. What do you think, Professor? I think that Meridian is the control center for all the vaults. This discovery might just change everything. If we can get to Meridian, maybe we can turn everything on from there. Make Helios live. Wait, Ryder. The Archon knows where it is. He's already been there. What? Where? Meridian? Of course. That's why he tortured me. He thought I could help him use it. Because he can't. Meridian is my people's best chance for survival. We have to take it from him. Agreed. Such power in the hands of such evil could mean the end of your people, and mine. No one is safe as long as he's on this hunt. I'm going to shut it down, for all our sakes. You're going to need that relic I saw. The Resistance might have intel on the whereabouts of Archon's ship. I'll talk to Ephra and secure his full cooperation. Meet me there. Irgendwie habe ich jetzt mit was Spannenderem gerechnet, aber nun gut. Moment. Ah, da war ich noch gar nicht drin. Okay. Und wie versprochen habe ich übrigens die Skillpunkte in der Pause kurz verteilt. Müsst ihr jetzt auch noch mit ansehen, nachdem ich hier die ganze Zeit am Rumlaufen und Quatschen bin. Das klang nach Bombe. Okay. Ich glaube, ich bin zu weit, oder? Ja, mehr oder weniger. Ich müsste jetzt irgendwie hier rechts hoch. Okay, da. Okay. Bruder, Gouverneurin. O'Shea insists on meeting with the council. Pathfinder? immediately. I'm Enro Bosan, assistant to the governor. As you can imagine, your arrival raised concerns from Aya's people. It'll take a long time to trust strangers again. Which is why they want the Nexus to listen to them. We've set up terminals in the city so people can leave messages for your people on the Nexus. I'd appreciate if you take a look and forward their communications to your people. Oh ja, das klingt sinnvoll. Das mache ich gleich. Jetzt hier lang. Wieder raus.
Ich rate mal, da geht's zur Gouverneurin. Achso, das ist Pervenchi. Gut. Ja. Mach ich erstmal das. Leider kann ich mir eben nicht meinen ultra coolen Superjump benutzen. Aber ich kann sprinten. Das sollte erstmal reichen. Put a layer of security between. Botschaften von Bürgern an die Nexus. Zusammengestellte Logs, bla bla bla. Yourself and Oh. Gehen Sie nach Hause, das hier ist nicht Ihre, wir sind aber nicht hierher. Wer glaubt, Sie seien anders als die Kette ist sein Name. Ich habe Sie durchschaut und viele andere Teile meiner Meinung. Danke. Ich erinnere mich an mein erstes Zusammentreffen mit der Moschee. Es war eines der größten Ereignisse meines Lebens. Sie hatte so viel für unser Volk getan. Als die Gerüchte aufkamen, sie wäre von den Kett verschleppt oder sogar ermordet worden, verlor ich jede Hoffnung auf unsere Zukunft. Sie haben sie mir zurückgegeben. Mir ist egal, was andere sagen. Ich glaube, dass sie gekommen sind, um uns zu retten. Gehen wir nach Hause, kein Eintrag. Wenn sie Frieden und Freundschaft wollen, Pavor. Wenn ihre Herzen voller Niedertracht sind, werden sie sterben. Mehr müssen sie nicht wissen. Treff, Pavor. Mein Volk ist Vyaka. Meine Familie hat gesagt, ich könne ihnen schreiben. Ich habe noch nie eine Ehe getroffen, aber sie würde ich gerne treffen. Ich glaube, wir können Freunde werden. Natürlich unbearbeitet an den Nexus leiten. Wenn schon, denn schon. Das ist deren ehrliche Meinung. Und die Leute sollten immer auch mit Kritik zurechtkommen können, wenn sie schon in eine fremde Galaxis einfach plötzlich auftauchen. Oh, sorry, aber das muss da ja sein. Vor dem bin ich vorbeigerannt. Schließen Sie sich unseren Kammern. Sie haben auf Welt bewiesen, dass Sie den Cat die Stirn bieten können. Der Widerstand ist nicht leicht zu behandeln. Kämpfen Sie an unserer Seite. Gemeinsam tragen wir diesen Krieg vor die Türschwelle des Feindes. Wir zeigen ihm, was Angst ist. Wir zeigen ihm, was Verzweiflung ist. Wir werden die Cat zerbrechen und danach teilen wir die Früchte des Sieges. Betreff, führen Sie Krieg untereinander? Wir haben gesehen, wie Mitglieder ihrer Spezies gewalttätig, gierig und eigennützig gehandelt haben. Wir haben Beweise, dass ihre Leute sich gegenseitig angreifen und bestehen. Warum schaden sie einander, wenn davon letztlich nur die Cat profitieren? Wenn unser Volk sich schwer tut, ihnen zu vertrauen, dann liegt das daran, dass wir nicht verstehen, warum einige von ihnen so entschlossen zu sein scheinen, anderen weh zu tun. Selbst die Cat sind in ihrem Bestreben geeint. Warum sie nicht? Betreff, wir haben noch viel zu lernen. Ich habe mich mein Leben lang gefragt, welche anderen Wesen es wohl noch geben mag. Ihr Volk ist völlig anders als alles, was ich mir vorgestellt habe. Und dafür bin ich dankbar. Ich hätte gedacht, mich könnte nichts mehr überraschen. Meine Söhne und Töchter malen Bilder von ihnen und stellen mir alle möglichen Fragen. Sie wollen alles über sie wissen. Wir hoffen, dass es ihnen genauso geht. Wir können uns gegenseitig so viel beibringen. Ich glaube an unsere Zukunft. Hilfe kommt immer dann, wenn man sie am wenigsten erwartet. Und ihre Ankunft war unerwartet. Als sie nach Aya kamen, waren sie verwundert und brauchten Hilfe und wir haben sie nicht willkommen geheißen. Sie haben unsere Welt besucht und unsere Leute dabei getroffen, enorme Herausforderungen zu meistern, das ohne Aussicht auf eine Belohnung oder gar Freundschaft. Das hätten sie nicht getan, wenn sie nicht im Kern gute Wesen wären. Sie wollen verstehen und verstanden werden. Das ist der Beginn eines wunderbaren Bündnisses. Ich leite alles unbearbeitet weiter. Ja gut, da bin ich jetzt an 2 vorbei. Aber das kann ich auf dem Rückweg ja noch machen. Erstmal soll ich ja nach Iran. Maybe I should introduce myself. Wer hat mich gescannt? Der dann? Soll ich ihn auch scannen? Geht leider nicht. Hello there. I'm working. You scanned me pretty hard. That wasn't your way of saying welcome, stranger? I wanted to be discreet. Noted. What's your interest in me? You're an alien on my homeworld. Why wouldn't I be interested? You could have asked. Fine. Will you submit to a full-spectrum analysis of your biology? I can't fault you for being curious. Scan away. I didn't think you'd comply. I'm full of surprises. That you are. When we face extinction, family is our final comfort. Do you understand that? I came to this galaxy with my family.
I lost my father on the day I arrived. But you still carry on his legacy. He knew that, in the end. Family is everything. Not only the one we have now, but the ones that follow us. What will your family look like in 5 generations? 10? How many of you will there be? You're worried there'll be more of us than you. I have 23 grandchildren. I want to know what their grandchildren will inherit. Goodbye, Pathfinder. Naja, ist ja logisch, dass sie besorgt sind, die Leute hier. Muss ich da jetzt lang? Ich gehe einfach Pi mal Daumen und öffne mal aus. I deserve to be told. You had no right to keep it secret from me. It's an ongoing investigation. I meant no disrespect. Did Jarl know? Of course not. Neither did the human. I could have kept Sam to myself, you know. This is different. Not your business. It is now. We need to find the Ket command ship. Tell him the truth about my capture. Moshai, please. It may be our only route to the Archon. One of my men helped the Ket take her. A resistance commander named Venterev. The Archon wanted her knowledge of Remnant tech. But why would Ven betray her? I don't know. That's why I kept it quiet. I'm working to capture him, make him answer for what he did. You know where he is? Kadara Port. My contacts are hunting him. Contacts? You can't trust anyone there. They deserted our cause, our people. And now they're ruled by exiles from your galaxy. Ven may know how to find the Archon and his ship. We can't leave this to a pack of renegades and outlaws. I need the relic that leads to Meridian, and I can handle my people. Let me do this. I don't like it. I don't care. The Pathfinder is right. I'll transmit my files on Kadara Port to your ship. Our traitor could have useful information. We need him alive. That's up to him. Be safe, Pathfinder. As for you, Ephra, we're not done. Ich wette ja, der wäre lieber allein weiterhin geblieben. Oh, 5 Fähigkeitspunkte. Moment. Das kostet 6. Ja, gut. Was wollte ich machen? Na, fehlt mir auch ein Punkt. Dann machen wir hier mal ein bisschen. So. Aufladetempo, dann haben wir das schneller, Schadensbonus. Perfekt, und das können wir uns nicht leisten. Okay. Passt. Yep. Das heißt, Cover ist auch wieder 2 Punkte. Damit kann ich nichts machen. Dann warte ich. Moment. Und die anderen Quests. Dann gehe ich hier links raus. Links rum. So. Ich bekomme einen Kettenangriff auf daher. Speer des wieder auf Wild berichten, dass daher nach einem Angriff der Kette in Trümmern liegen. Verzeihen liegen noch nicht vor. Wenden Sie sich bitte an Enro Bosan im Büro der Gouverneurin, falls Sie aus Bla Stamm oder Angehörige haben. Ja. Wir brauchen Geschlossenheit. Vor der Geißel waren die Angara ein Volk. Es dauerte nach der Katastrophe Jahrhunderte, bis wir einander wiederfanden, doch zu dem Zeitpunkt waren wir zu lange getrennt gewesen. Dadurch gelang es den Ket, uns zu erobern. Der Krieg hat uns erneut zusammengeführt, jetzt haben sie das Gleichgewicht zerstört. Einige vertrauen ihnen nicht, andere wollen, dass sie uns retten. Uneinigkeit macht sich breit. Wenn sie wirklich hier sind, um uns zu helfen, dann bewahren sie die Geschlossenheit unseres Volkes. Pavor und Isharai. Ihnen allen. Ich schreibe dies an meinem letzten Tag. Ich habe ein langes Leben geführt, das nun sein
natürliches Ende finde. Ich habe große Verluste und Schmerzen erlebt, aber auch Freude und Hoffnung. Ich denke, das haben wir gemein. Es ist mein Schicksal, an einem Wendepunkt der Geschichte zu gehen. Ein Teil von mir ist wütend, weil ich nicht erleben werde, was als nächstes geschieht. Aber insgesamt habe ich doch meinen Frieden gefunden. Was immer aus ihrem Volk, dem meinen und den Cat wird, es wird Einfluss auf das Leben meiner Urenkel haben. Und das ist für mich ein merkwürdiger Trost. Ich weiß, das Leben besteht nicht nur aus Krieg und Mühsal und ich habe genug gesehen, um zu wissen, dass ihr Volk das genauso sieht. Möge es ihnen gut gehen, kümmern sie sich umeinander. Verändern sie das Leben zum Besseren, leben sie wohl. Betreff. Wir wünschen ihnen Frieden und Glück. Lassen Sie mich nicht von dem Getue von Ephra, der Terschaf und seinen Widerstand täuschen. Wir sind kein gewalttätiges Volk. Wir sind Wissenschaftler, Erfinder, Künstler, Verwalter und Entdecker. Dies ist unsere Heimat, aber sie bietet Platz genug für uns alle. Wir haben den Cat dasselbe gesagt, aber sie haben nicht zugehört. Wir hoffen, dass es bei ihnen anders ist. Betreff, niemand wird das hier lesen. Der Pathfinder wird diese Nachricht niemals lesen, von der Nexus ganz zu schweigen. Wir benötigen so verzweifelt Verbündete gegen die Cat, dass sie bereit sind, denselben Fehler bei neuen Aliens zu wiederholen. Diese kleine Aktion des Gouverneurs wird überhaupt nichts ändern. Wir können genauso gut gegen den Wind anbrüllen. Tja. Scheint wohl doch zu funktionieren. Komme ich da hinten rüber irgendwie? Sieht so aus, als ob das hier irgendwie genau in die Richtung geht. Ah, okay. Leider kann ich nicht hüpfen, sonst wäre ich da jetzt runtergehüpft. Hüpf. Oh, da ist der letzte. Warum sind Sie hier? Was hat Ihre Leute dazu, mir Orkusnebel zu durchqueren? Weshalb sind Sie hergekommen? Sollen wir etwa glauben, dass Sie nur Entdeckungsreisen sind, die in Frieden leben wollen? Ich glaube, Sie sind vor etwas Schrecklichem geflohen. Es könnte Ihnen hier folgen. Nicht ganz richtig. Das war, glaube ich, soweit ich weiß, bevor man von den Reapern wusste. Also eher nicht. Fragen. Welche Ihrer Spezies kontrolliert eigentlich diese sogenannte Initiative? Sind sie überhaupt verschiedene Spezies oder nur genetische Konstrukte, die verschiedene Aufgaben erfüllen? Warum gehen sie alle auf zwei Beinen, so wie wir, damit wir sie akzeptieren? Wie haben sie ausgesehen, bevor sie den Orkusnebel durchquert haben? Betreff, lassen Sie Haval in Ruhe. Als ich hörte, dass Ihnen gestattet wurde, auf Haval zu landen, habe ich bei Gouverneurin Shi Beschwerde eingereicht. Diese Welt ist eine unserer heiligsten Stätten und Außenstehende haben dort nichts verloren. Sogar die Kette halten Abstand, weil sie wissen, dass wir bis zum Tode kämpfen werden, um sie zu schützen. Wer hier entweiht, den erwarten schwere Konsequenzen. Betreff, teilen Sie Ihre Errungenschaften. Sie haben Schiffe gebaut, um durch den Orkusnebel zu reisen. Zeigen Sie uns, wie man sie baut, damit wir Ihren Weg zurückverfolgen können. Wo sie hergekommen sind, gibt es keine Cat. Bei uns steht eine ganze Generation vor der Ausschlussknabe. Sie könnten uns helfen, an einen Ort zu gelangen, an den der Feind uns nicht folgen kann. Wir haben genug gelitten. Geben Sie uns die Hoffnung auf ein besseres Leben. So. Kann ich jetzt mal kurz mit dem quatschen? Kriege ich dann irgendwie... Da kann ich natürlich Kanten machen. Aber ich sehe gerade hier rechts gibt es noch einen Quest. Mann, die schmeißen dann hier echt mit ziemlich vielen Quests zu. Das muss ich ja echt sagen. Soll es nicht hier draußen sein? Ach, das ist da oben. Ja, hoch und dann rechts rum. Hier irgendwo müsste das jetzt sein. Der hier? Ah, der hier. When you have... Pathfinder, this is a tremendous honor. I must express my admiration for all you've done. Crossing the void between galaxies, navigating the Scourge to find Aya. Incredible. The odds were against us, that's for sure. Yet here we are, strangers from different galaxies conversing in friendship. Extraordinary. I am Mariko Daresh, Chief Voneron. A Voneron? That's very... I don't know what. Ah, linguistics, not my strength. I am a celestial observer, charting the movements of stars, planets, and the Scourge. An astronomer? You know the safe routes out there? We deploy satellites that alert us to new hazards and opportunities.
but we've lost contact with several key observers. They've simply stopped. I sent a vessel to scan their last known locations, but nothing's been found. Your Tempest is highly advanced. I hoped you could aid our search. Even Pathfinders need a good map. I'll look into it. I knew you'd understand. I'll provide search nav points. And when I can finally reconcile our charts with fresh satellite data, I'll gladly share all we have. So. Muss ich denn jetzt überhaupt mit der sprechen? Nö. Ach doch. Gut. Quatschen wir nochmal mit denen. Gucken, was er zu sagen hat. Dazu, dass ich jetzt alles unbearbeitet vor allem weitergeschickt habe. Danach werde ich mal ein bisschen Nebenquests machen und so. So ein bisschen auf EOS rummarschieren, da Nebenquests machen, die die ganzen Dingenspunkte suchen, die ganzen, wie heißen sie? Vorposten, Außenpostenpunkte, genau. Außenposten suchen, Nebenquests. Ich will auch gucken, dass ich weiter nach dem Asari suche. Ich glaube, jetzt dürfte das ungefähr hin. Arbiter Renner have told me to expect you. I prepared a datapad detailing our laws. Read it fully. Übersetzt aus dem Schlash. Wie von den Bürgern von Aya festgelegt, verpflichten sich diese Welt und all ihre Bewohner dazu, den Gesetzen, Bräuchen und Vorschriften einer zivilisierten Gesellschaft zu folgen, die schon seit Jahrhunderten auf anderen Welten existiert hat. Die Verwaltungsregeln garantieren jeder Familie unserer Gesellschaft eine Stimme sowie unantastbare Rechte. Seite 1 von 5983. Jo. Das lese ich mir bestimmt durch. Kommt jetzt. Oh, dahin kann ich nicht, aber. Dann mache ich das nochmal schnell, wo ich schon dabei bin. Da war es, glaube ich. Okay. Ah, hier ist er. Heard you were coming. I prepared a datapad on our laws regarding war. Learn them. Ah, da ist es ja. Obwohl wir einen Feind gegen uns haben, der erst aufhören wird, wenn unsere Zivilisation nicht mehr existiert, ist es wichtig, dass wir die Grundprinzipien der Moral weiterhin einhalten. Die Kett müssen besiegt werden, aber nicht um jeden Preis. Dass künftige Generationen ohne Angst vor Tod oder Versklavung leben können, verliert jede Bedeutung, wenn diese Freiheit durch Völkermord oder andere barbarischen Verbrechen erreicht wurde. Seite 1 von 241. Das geht so noch. Ich habe Bücher gelesen mit bedeutend mehr Seiten. Gut. Haben hier noch irgendwelche Quests? Nö. Geht's zurück. So, mal gucken, ob wir jetzt auch wie, ich vermute... Ah, okay. Ich vermute, ob wir dann, Dingens haben, neue Planeten jetzt haben. Ich glaube ja, dass diese Quest quasi dazu da war, die nächste Hälfte der Karte zu öffnen. Mal sehen. Director Tan, good news. The Angara opened an embassy for us on Aya. That is a surprise. What are their expectations? They survived the Scourge and the Ket, and rebuilt their civilization. Don't forget it. Appeal to their pride. Sensible. I will gather envoys and send them to Aya. Thank you, Pathfinder. We'll take it from here. So, kann noch jemand rufen? Nö. Ich wollte ja noch was machen. I can see it. The Ket take other species' genes.
Asari, take other species' traits. PB, don't tell me we actually agree on something. Changed my mind. They're nothing alike. Ja. Gut. Dann gucken wir mal. Da habe ich nicht 4 Punkte. Da habe ich 900. Nehmen wir hier. Mir fehlt eine Pistole. Oder halt eine MP, aber ich will kein MP. Das ist ein Präzisionsgewehr, ne? Ja, davon habe ich jetzt die Stufe 3. Dann wäre doch eine Pistole. Die eine angaranische Pistole mit unglaublicher Durchschlagskraft. Die Ushia übersetzt. Resonanz hat nur eine geringe Feuergeschwindigkeit und muss häufig nachladen, verfügt über eine gewaltige Stupwirkung. Ihre Plasma-Energieentladung basiert vermutlich auf Technologie der Kette. Ups. Die tödliche Kettenmaschinenpistole, die plasmaummantelte Projektile verschießt. Die Feuergeschwindigkeit der Roserat übersetzt Endlosfeuer. Zeichnet-Schuss. Natürlich ein netter Name. Hatte ich nie noch irgendwas mit MP gesehen? Es gibt tatsächlich nur die 2. Wo sind wir jetzt hier? Relikt, genau. Gucken wir mal, was haben wir hier? MP Equalizer. Die Equalizer stellt daneben so einfach die leistungsfähige Fusion von Technologien der Relikt und der Initiative dar. Führt Hochenergie Partikelschüsse ab, die sich jedoch auf große Entfernung zerstreuen und Wirksamkeit verlieren, weshalb sich die Equalizer vor allem für kurze Distanzen eignet. Pistole haben wir keine, ne? Hier Waffen. Pistole Sidewinder. Sidewinder ist eine neunwege Schnellfahrpistole, die von Nexus-Exilanten mit Material und Technologien hergestellt wird, die nur in der Andromeda-Initiative und dem Helios-Cluster zu finden sind. Sie ist dank ihrer Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit die perfekte Waffe für Benutzer, denen nur weniger Ressourcen zur Verfügung stehen. Ist ja noch eine Pistole oder was ist das? Da haben wir noch MP, Pistole N7 Eagle. Die kompakte Eagle ist ein Upgrade der M5 Phalanx. Sie wurde nach der Desert Eagle benannt, die aufgrund ihrer Verwendung in klassischen Actionfilmen auf der Erde beisammen einen romantisierten Ruf genoss. Die Initiative erhielt die N7 Militärvariante dieser Pistole von einem sympathisierenden Agenten aus den Reihen der Allianz. Pistole Talon. Der halbautomatische Talon hat eine geringe Feuergeschwindigkeit und streut ihre Projektile. Nee, das will ich nicht. Skorpion. Skorpion verschießt Minigranaten. Ja, die hatte ich früher auch immer genutzt. Das ist noch eine Pistole. Sari-Schwert. Also es hat schon gewisse Ähnlichkeit mit einem Katana. Finde ich. Muss ja sagen. Die Black Widow ist schon. Die habe ich früher mal genutzt. Und die hat schon. Sagen wir mal, die hat geballert. Okay, ich muss hiervon was nehmen. Bei Forschungspunkten habe ich sonst nicht genug was auf ein passendes Level. Auch zu dem also ich habe entweder die MP. Ich glaube, das war es. Eine Pistole habe ich hier gar nicht, oder? Hatte ich eine Pistole? Achso, das geht weiter hoch. Ah, hier die Pistole. Weißt du was, wir nehmen das. So. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich die überhaupt bauen kann. Das kann ich. Ab Stufe 20, okay. Ich die überhaupt bauen kann, weil ich den Plan dafür eigentlich gar nicht habe. Ich habe mich ehrlich gesagt mit diesem System eigentlich noch gar nicht so auseinandergesetzt. Oh, kann ja wohl einiges bauen. Lithium und keine Ahnung, was ist das? Die könnte ich bauen. Die könnte ich nicht bauen. Aber die könnte ich bauen. Okay, ich kann... Ja gut. Gut. Oh, das nehmen wir. Dann habe ich zumindest eine Pistole. Habe ich noch was für einen Notfall. Was ist denn die Incisor 3? Oh, die ist auf jeden Fall nicht schlecht. Die hat auf jeden Fall eine höhere Feuergeschwindigkeit, macht ähnlichen Schaden. Okay.
Viper 3 habe ich ja selber. Und die macht gar nicht ähnlichen Schaden, aber egal. Widow. Die Black Widow ist natürlich ziemlich geil. So. Soll schön, dass ein Sturm werden. Geht leider nur bis Avengers 3 und die haben wir. Das Maddock ist hier nicht so meins. Den Sweep habe ich noch gar nicht ausprobiert. Da fehlt mir auch Lithium und ich schätze Vachidium oder so heißt das. Irgendwas mit Idiom. Wie immer. Was haben wir hier? Achso. Ohne Verbesserung brauche ich das gar nicht so. Okay. Na, hier werden wir bei dem, was ich gerade geguckt habe. Brauche ich nicht, okay. So, dazu fällt mir noch ein. Ich habe natürlich vollkommen vergessen, die wieder loszuschicken. Das reicht mir. Perfekt. Wo konnte ich den nochmal öffnen? Da, glaube ich, ne? Ja. Oh, ultra selten N7 Piranha. Das ist ein Granatwerfer, oder? Ich glaube, das ist ein Granatwerfer. Ein bisschen Credits. Oh ne, das ist eine Schrotflinte. Ah ne, Schrotflinte haben. Wobei, die könnte vielleicht sogar... Gears an dem Verkauf, was ist das? Ach, guck mal. Ach, wie cool, hier kann ich das aufstocken, über das See. Ah, ist ja geil. Ah, okay, davon verkaufen wir nichts. Aber hier kann ich das hier aufstocken, die ganze Munition und so. Brandmunition, ah, cool. Hat nichts, okay. Ah, und ein... Das ist der Chiffrierschlüssel, okay. Gut, das habe ich, das habe ich. ALP-Schutz. Ach, das kann ich auch von hier aus machen. Ja, das wusste ich jetzt nicht. Das gewöhnliche Mineralien verfügbar. Halten Sie regelmäßig Forschungspunkte. Oh, das nehmen wir als nächstes. Apropos. Und Mineralien, genau. Oh, Credits auch. Sehr schön. So, jetzt bekommen wir Eisen, Kupfer, Magnesium, 500 Credits und 100 Mischchance Erfahrungspunkte. Das ist doch sehr, sehr sexy. So. We were right about the vault on Aya, huh? What a find. And this Meridian might jumpstart all the others. I knew hitching my wagon to yours would pay off. I like it when you flirt. I wouldn't want you Ja, to das stop. hatten wir doch schon. Have I flirted with you? Don't worry, Ryder. I'm relentless. It relaxes me. So what's your take? Is this Meridian what we think it is? Everything we've seen, each remnant system we've uncovered, is connected to everything else. The bots, the monoliths, the vaults. It stands to reason that activating Meridian will connect the entire network and rekindle terraforming across the cluster. So you think we're doing the right thing? Well, yeah. Thanks for chatting. We'll talk again later. You know it. So. Ich quatsche jetzt nochmal mit allen so. In dieser Folge, deshalb wird das eine längere Folge. Wer das nicht unbedingt sehen möchte, der kann ja zur nächsten gehen. Ja, deshalb mache ich das auch. Und kündige das jetzt quasi an. In der nächsten Folge geht es dann auch nach Eos weiter. Und dann machen wir dann erstmal die paar Nebenmissionen. They aren't just conquerors.
or slavers. The Ket turn everything you are to their advantage. Worst kind of enemy. The one that makes you fight your own people. That's what Jal faces every day, now that we know the truth. Friends, neighbors, all changed. And they're loyal to what changed them. This is really getting to you. Kandros wants strategies for handling the Ket. I talked with Drac, putting ideas together. Expand our guerrilla tactics, get Angaran military advisors, research exaltation. Just, I don't know. Wish your dad could give me his take. We got this. We're back to back, shoulder to shoulder. Or whatever you like. Nothing fazed you, does it? You always bounce back, smiling that smile. Like you know it's just what I need. You're important to me. Is that so strange? And sweet, too. What's a girl to do? I wish this could fix everything. Nasira, your father, they always had a plan I could follow. Without one, it's too easy for people to get hurt. Like now. The Initiative's plans are shot, and people die because of it. We're facing challenges we could never have prepared for. At least now we can prepare to fight the Ket. Sarissa will have a strategy. Just need to find her and the other Asari. It'll be good to have certainty again. Ne. That vault on Aya was so gorgeous, so alive. And Meridian might be the key to the others. No wonder the Archon wants to control it, like everything in Helios. Okay. See you later, Cora. I'll be here. Aber ich glaube, erstmal mache ich noch... Also, ich werde jetzt weiter mit anquatschen. Aber bevor ich noch erst gehe, will ich nochmal nach der Dingens der Asari suchen. Jal? Not talking to me? I get it. I can't imagine how you're feeling. I'll just go. Don't. You saved the Moshai. I won't forget that. I may seem tough, but I have a good shoulder. That's kind. You're kind. I really miss my family at times like these. Are you close to your family? I was. Am. My mom and dad are dead. My sister's really sick. She's on the Nexus. I'm kind of an orphan at the moment. I'm sorry. Yeah, well, this random collection of Tempest oddballs can feel like family sometimes. Yeah. I never really felt I had a purpose. But here, I do. What about the Resistance? My place in the Resistance is not what I'd like. But that kid on Aya looked up to you. Sure. But you are going to do something important, Ryder. I feel it. This is where I should be. I like having you around. Specifically you. Because of my skill and knowledge? Not really. Because you enjoy spending time with me as much as I do with you. You do? You're fascinating. So bold, yet mysterious. So odd. That's... Thanks. And I mean it. Okay, also ich glaube, dieses Symbol, was man da hatte, wo sonst die Flirt-Antworten stehen, mit diesen zwei Menschen, das ist so für Freundschaft. Vermute ich jetzt einfach mal. Also, dass es quasi so die Antwort ist, um die Freundschaften zu vertiefen oder sowas in der Richtung. Ja, das ist meins. Kann ich mich eigentlich auch komplett pink färben? Das will ich jetzt testen. Farben anpassen.
Es funktioniert. So, perfekt. Den nehme ich. Jetzt sehe ich ja wie ein richtiger Playboy aus. Und richtig männlich. Sehr schön. There much to say about that facility? I got a copy of the Nexus's movie library. Thanks. I'll look through it. It's probably all agricultural learning vids, but there might be something good. I'll keep you posted. Stimmt ja, von dem hatten wir ja diesen Auftrag. Das habe ich ja voll vergessen. Pathfinder, hey, I was wondering, could you put your stamp on a project? It's for me and Jarl to work on. Call it diplomacy if you have to put it in a budget bucket. Greenlight that research and it's all good. What's your read on the people we're working with? The squad and crew? They're all fine. You must have opinions. Your opinion's more important. What do you think of your people? Everyone has the training, but this job is all new every day. That's probably what the Nexus is counting on. That our skills fit together to make it work. Up to us to figure it out. That's why this is our ship. So we own it. Want to make it work. We'll talk later. I know it. Machen wir das nochmal schnell. Naja, wie gesagt, wer das ganze Rumlaufe hier jetzt nicht sehen will, muss das tatsächlich nicht. Nächste Folge. Ich glaube, ich lade dann gleich 2 an einem Tag hoch. Nächste Folge gibt es dann das hier. Lebenspanzerungsanforderungen. Okay. Dann gehen wir doch gleich mal zu Liam zurück. Und sagen ihm, dass wir es gebaut haben. Mit unserem pinken Zuhälteranzug, ey. Oh, der Anzug macht mich fertig. Ja? Wo schickt mich das jetzt hin? Ach, in seinem Zimmer reden. Ist er denn in seinem Zimmer? Ich dachte, er wäre hier vorne. Oh, Ryder. Sorry for the mess. Who's your friend? An exalted cat. I called Jarl to show him. Ah, there he is. Jarl, look at this. There's nothing Angara inside. The physical can be deceiving. I've run hundreds of tests. Only traces of the Angara genome remain. The Exalted are Ket. There must be a way to fix them. Anything's possible. We just have to keep trying. Even from mistakes, we can learn. Thank you, Ryder. What? Jarl needs to accept that exaltation is permanent. You're making his grief worse. We've barely scratched the surface of what Ket are capable of. The Exalted are new beings. It's more than a transformation, it's a birth. There's no going back. Jarl is part of this crew. His welfare is my responsibility. I know this job was a surprise, but you've really stepped up. And look, you got your Ket sample. Their bodies are unlike anything I've seen. Centuries of gene stealing, crafted evolution. It's horrible, of course, but also fascinating. Glad you're settling in. Sink or swim, right? I should probably clean this up before it starts to smell. Gut, dann war doch Liam eigentlich hier, oder? Hm, jetzt ist er nicht mehr. Aber schnell weg. Oh, das Crew-Info-Board. Vielleicht ist da wieder was zum Lesen. Dann fangen wir unten an. Geräusche vom Antriebskern. Die Geräusche vom Antriebskern heute Morgen sind kein Grund zur Sorge. Es war nur ein Belastungstest und ein Weckruf um 0500 hat noch niemandem geschadet. Chill. Kommentare, Fluch entfernt vom Wort. Gern geschehen. Adjektivierte, verbige Substantive. Liam, falls ich jemals die gesamte Sprache zensieren kann, sorge ich dafür, dass sie neu programmieren. Durchaus lehrreich irgendwie. Tavum N.
ein angenehmes Rauschmittel, das in heißem Wasser oder Fruchtsaft eingerührt wird. Aussprache Tabum. Tja, Kommentare. Woraus wird es gemacht? Ist es süß oder eher wie Bier? Was passiert, wenn man es mit Schnaps mischt? Wird es besser oder heben die Wirkung einander auf Drag? Wir müssen wissenschaftlich Tests durchführen. Vielleicht mit kleinen Schirmchen. Okay. Anmerkung zur letzten Folge. Liams neuer Evakuierungsplan hat unsere bisherigen Bestzeit um 22 Sekunden unterboten. Drag, wir brauchen eine Lösung für sie und Leitern. Pibi, sie sind tot, weil sie 2 Minuten zu spät am Evakuierungspunkt waren. Kara. Kommentare, ich wohne in einer Rettungskapsel. Angesichts der jüngsten Ereignisse erscheint mir das ein guter Zeitpunkt, um Ihnen noch einmal das Programm der Andromeda-Initiative zur mentalen Gesundheit in Erinnerung zu rufen. Danach sind mentale Störungen erstens real. Stress, posttraumatische Belastungsstörung, Angststörung und Depression sind nicht einfach nur Müdigkeit oder aus einer Mücke einen Elefant machen. Es sind komplexe Störungen, die der richtigen Aufmerksamkeit und Behandlung bedürfen. Zweitens, nachvollziehbar. Ihre Kollegen haben höchstwahrscheinlich schon einmal ähnliche Empfindungen gehabt. Jeder um sie herum unterstützt sie und hat Verständnis für das, was sie durchmachen. Drittens, behandelbar. Ein gebrochenes Bein erfordert eine bestimmte Behandlung, Ruhe und eine reduzierte Arbeitslast, um richtig auszuhalten. Bei mentalen Störungen gilt das Gleiche. Sie können durch Medikamente, Therapie und Unterstützung gelindert werden. Kommen Sie auf die Krankenstation, wenn Sie Fragen haben. Oh ja. I'm in the galley when you're free. Okay. Der will mich in der Küche sehen, alles klar. Liam, I signed off on that project. That's great, Pathfinder. Jal Maldarov, we got our gear. Costa? Ryder? I'll bite. What's with the gun show? We're swapping armor, not weapons. Don't let him tease you. I explained the reference. You ready to go? Go. Right. The pattern on your pauldron? Family honorific. Can I wear the poncho? It's a Rofshin. And no. Why? Is it religious? What? It's personal. You're not allowed. Because of status or species? Maybe it's both. Do all humans look alike? Some of you sound alike. Whoa, whoa, whoa. Was zum Fick? I know how this goes. Someone's getting offended, and someone else punched. That's why we're doing it here? It's an armor swap for answers. Stuff the diplomats, don't ask. My turn was earlier. Nexus info packets leave a lot out. I am sorry. Was this not sanctioned? You weaseling Adi. Nevertheless. Ryder? I hope you know what you're doing. I don't need the Nexus breathing down my neck. Relax. Jar won't complain to HR or whatever Tan thinks we report to. We were joking around and realized we didn't know how to insult each other. Or how not to. Some things are so ingrained they're invisible. We didn't even know the warning signs, so we got it over with. Now we won't do it accidentally. Like when we're trying to negotiate an outpost. Enough of his people want to shoot us now. Okay, I kind of get the intent. No harm, no foul? If Jar was offended, I'd be on the floor. I'll take that kind of honest any day. We have a lot to learn. That's part of what our team is for. Better now than when people's lives are on the line. Okay. Das war effektiv. Hat sich halt immer noch nichts angezogen. Havar, the oldest new world. I like it. Okay. We'll talk later. So, wer fehlt uns dann noch? Vetra fehlt uns noch und ich glaube dann nur noch Drag, wenn ich mich täusche. Looks like pictures of the exaltation chamber. Yeah, the Ket are using some Angaran-made medical equipment. Could be a lead. I just want an edge on those Ket bastards. If they ever got their hands on Sid, I'd... Well, imagine if it was Sarah. I don't know what I'd do. We're all that's left of our family. Same here. Sid was so little when our father left, and I was... well, her age now. I know what it's like to lose a parent.
I've lost both now. Mom died before we left. Our father didn't die. Or maybe he did. We don't really know. He just didn't come home. He was involved with some bad things. Bad people. Eventually it caught up to him. There was nowhere to run. Not like a whole new galaxy. Is that why you came here? When you're young and stupid, you make bad decisions. Piss off the wrong people. That sort of thing never goes away. Not for you, not for the ones you care about. I don't want to not come home one day. We're a team. I'll make sure you're always there for Sid. Thank you, Ryder. That means a lot to me. At least Sid's older now. Maybe I don't have to worry as much. I should get back to work. Talk to my people, see if they've heard anything. Chat later? Okay. Wenn ich mich nicht täusche, dann fehlt nur noch Drag. Und der ist in der Küche. Und gut, jetzt habe ich keine Ahnung, wo die Küche dann ist. Vertralien. Exit, Drag. Oh, da. Okay. Steht mir einfach was im Weg. Wie frech. Achso, da muss ich ja hier runter. Glaube ich. So, Küche. Read the mission briefs. This isn't good, Ryder. The Archon's dangerous. I've seen people like him before. He's definitely dangerous. So dangerous, I'm not sure we're ready to deal with him. Take him out. All we need is a plan. From where I stand, the Archon thinks he knows what's best for us. Problem is, he can follow through on it. That exaltation the Ket do, it turns people into slaves. He can do that to us. He has that power. Someone like him you take out fast and hard. Get the leader, the rest will follow. Honestly, drop a nuke on his head, blow up a sun if you have to. Take the collateral damage. There's better ways to stop him than brute force. Maybe, but I'm not gonna let an enemy get close enough to pry my plates open and go for the soft kill. You don't mess around with this kind of thing. Ends badly, each and every time. Another galaxy and there are still despots. When I was on security duty at the relay, colonies were attacked all the time. We trained the colonists and they started fighting back. Raiders didn't expect that. The Angara already know how to fight. But the Archon, he's got an army to back up his crazy. But I've got you, and everyone else on board. Huh, true enough. Never underestimate a small, capable strike force. You keep thinking about how you want to handle this. We'll only get one real chance at it, won't we? Yep, so when we take him down, let's make sure he stays down. Ja, das ist mein Ziel. Gut, dann dürfte ich jetzt, wenn ich mich nicht täusche, mit allen geredet haben. Da. So. Dann wird das gleich mal. So. I can try talking to him for you. That's kind, Subi. But I don't think it will help. Gut. Dann bis zur nächsten Folge. Tschö.